Wir sitzen falsch rum. Ich sehe es auch gerade. Ja, Hallo. keine Ahnung, ob schon da ist. Hallo, herzlichen guten Abend von uns. Hier, guck mal. Da 0, oben. 0, 0, 0. 0, 0. Wir sind alleine. Wir sind alleine. Gut. Da haben wir es. Da haben wir es. Keiner da. Keiner da. Keiner. Hallo. Hallo. Wer auch immer. Schönen Abend. Schön, dass du da bist. Gut. Ich hoffe, das funktioniert. Kannst du uns hören? Dann vielleicht mal ein kurzes Ja in den Kommentar schreiben, in den Chat. Ja, prima. Tag MJ. Finn Olsen, hallo. Grüße aus Holland, super. Volker ist auch da. Hallo, Volker. Günther, hallo. Hallo, Günther. Bernhard ist da, hallo. Rainer ist da, hallo. Prima. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mitgucken kann. Genau. Marion guckt mal, ob sie mitkommen kann. Der Jörg ist auch da. Hallo, Jörg. Hallo, Oliver. Audio okay, Video verpixeliert. Das ist nicht so gut. Wir haben leider in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten hier mit dem Netz. Wir haben noch kein Starlink, steht oben auf der Liste mittlerweile. Wir haben neue Nachbarn bekommen, seitdem ist das Netz fürchterlich schlecht. Das tut uns leid. Wir sind schon über einen starken Router drin und tun, was wir können. Und haben auch schon extra Licht aufgebaut. Genau, hören euch sehr gut, sagt Bernhard. Daniel. Da machen wir jetzt einen Podcast. Hi, habe ich was verpasst? Schreibt Daniel. Nein. Weiß ich nicht, ob du was verpasst hast. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dabei warst. Bei uns ist jedenfalls viel passiert. So. So, ich würde sagen, wir warten ein paar Minuten. Genau. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Und wenn ihr jetzt schon gleich irgendwelche Fragen habt, dann... Gerne rein damit. Rein damit. Wenig bewegen. Wenig bewegen. Okay, wir machen Freeze. Der Uwe ist aus München. Servus nach München. Grüß dich. Peter ist da. Hallo, schön euch zu sehen. Ja, ganz unsererseits. Das freut uns auch. Genau, okay, Bild steht. Ton ist gut, prima. Genau, servus. So, ich versuche mal, ob ich nebenbei... Marion versucht mal, ob sie die Kommentare mitlesen kann. Aha, Marion kann mitlesen. Mitlesen und dann auch mitschreiben. Gut. Wahrscheinlich nicht, wenn ich es auf Pause gestellt habe. So. Das letzte bei mir ist Servus. Ja. Oh, aus Dänemark ist jemand dabei. Finn aus Dänemark, hallo. Wer ist denn der Weiteste? Wer ist denn am weitesten weg? Schreibt doch mal, wo ihr seid, wenn ihr nicht in Deutschland seid. Wo seid ihr denn? Ich habe gesehen, Dänemark ist jemand, in Holland ist jemand. Also Günther ist schon mal relativ weit weg. Günther ist relativ weit weg, genau. Genau, gute Frage. Bernhard fragt, wie lange ist der Beitrag geplant? Wir haben 1 Stunde uns vorgenommen, damit es so ein bisschen gefasst ist. Und außerdem stellen wir es danach auch als Video ein. Und ja, irgendwann wird es einfach auch zu lang, denke ich. Vivo Marina. Hey, Kalabrien. Gut. So, Uwe fragt, wie fühlt sich das neue Boot an? Wollen wir schon starten? Super. Ja, genau. Das gleich mal beantworten. Das fühlt sich super an. Ich ziehe hier nicht mehr aus. Also das war im Sinne von, wir machen knappe Antworten. Das war die vollständige Antwort. Nein. Also das Boot fühlt sich tatsächlich klasse an. Wir haben nichts gefunden bisher und ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt, von dem wir negativ überrascht oder entsetzt wären. Das ist alles in Ordnung. Wir würden es nur gerne endlich mal segeln. Wir warten noch auf unsere Segel und sind natürlich hier mit Hafenarbeiten auch noch beschäftigt. Ja, genau. Günther, auf die Frage kommen wir später noch zu sprechen. Genau. Wir haben uns ein kleines Programm überlegt und haben so ein paar Punkte, über die wir reden wollen. Das sind so die Sachen, ich sehe gerade echt, das ist echt verpixelt. Guck mal. Ja. Ja. Gut. Das tut uns sehr leid. Ja. Wir können es im Moment nicht ändern.
Vielleicht hilft das schon mal ein bisschen was. Okay. Ja, wir kriegen es leider nicht gebessert. Am Ui. Licht liegt es nicht, es liegt nur an der Verbindung. Tut uns leid. Genau, wir haben so ein kleines Programm vorbereitet. Also Christoph wird nachher noch ein Gedicht vorsagen und ich werde ein Lied Singen wollte ich. Nein, wir haben die Sachen, die uns hallo Katja, wir haben heute geschrieben. Genau, die Sachen, die wir so am meisten gefragt werden, die haben wir mal so ein bisschen zusammengestellt und ja, also fragt zwischendurch, wenn ihr da noch Fragen dazu habt und dann können wir noch ein paar Sachen am Ende. Ja, vielleicht eine Stunde, je nachdem. Wir werden sehen. Nee, Uwe, du willst uns nicht singen hören. Also mich zumindest nicht. Das weiß ich. Gut. Ja, wollen wir anfangen mit unserem Programm? Ich würde mal vorschlagen, wir fangen an. Was wir häufig gefragt werden, ist, wie der aktuelle Zustand am Boot ist und welche Projekte wir jetzt vorhaben. Also das Boot ist ja nur rudimentär ausgestattet gewesen, als wir es übernommen haben. Und mit einer Bleibatteriebank und Warmwasserbereiter und einem Plotter. Mehr war im Prinzip nicht drauf. Und wir haben ein paar Sachen, die wir eben nachrüsten wollen. Unter anderem Segel. Also im Moment haben wir nicht mal Segel. Die waren so zerfetzt, dass wir sie runtergenommen haben. Die kriegen wir aber jetzt im Februar voraussichtlich. Die haben wir bei Rolitasca bestellt. Das ist hier in Spanien bestellt bei einem lokalen Rolitasca-Menschen. Der kam auch her und hat ausgemessen, was sehr, sehr gut war, weil ich habe mich wirklich vermessen. Wir haben mehrere Leute gesagt, kannst du selbst machen. Auch die einschlägigen Versender aus Deutschland, die bekannt sind für günstige Preise. Aber ich hätte mich vermessen, von daher war es gut. Dann wollen wir einen Solarträger noch nachrüsten, der ist mittlerweile auch bestellt. Der wird voraussichtlich auch im Februar kommen. Also da wird es auch nochmal spannend. Wir haben uns dafür ein modulares System entschieden. Wir machen dann natürlich noch ein bisschen mehr dazu, wenn er dann da ist und wenn wir ihn aufbauen. Genau, also das ist ein neues System. Da sind wir selber auch sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Und ja, ich glaube, das kann ganz interessant sein für Menschen, die sich einen Solarträger aufs Boot machen möchten, ohne, ja, ohne, wie kann man sagen? Ja, du musst halt den passenden Menschen dafür finden, der das kann. Und so ist es halt ein modulares System, das kannst du fertig bestellen. Aber da gehen wir dann zu gegebener Zeit darauf ein. Genau. Magst du was über Solar noch erzählen, was wir vorhaben? Ja, wir müssen natürlich Solar deutlich erhöhen. Also im Moment gibt es ein ungefähr so großes Solarpanel oben am Radar. Das macht alles gar keinen Sinn. Und dieser Geräteträger, der soll so viel Solar wie möglich kriegen. Wenn es richtig gut läuft, kriegen wir 1000 Watt drauf. Na, 800. Wenn es gut läuft, sind es 800 und wenn es nicht so gut läuft, 450 ungefähr. Und dann haben wir ja noch unsere 2 Solarpaneele von der Ariba, wo wir mal schauen, was wir damit machen, ob wir die noch an den Geräteträger dran bekommen oder ja, mal gucken. Also wird sich zeigen, wenn der Geräteträger aufgebaut ist. Genau, das müssen wir eben erstmal abwarten und dann sehen wir, wie viel wir wirklich drauf kriegen oder wie viel wir ihm zutrauen. Sagen wir mal so. Dann eins der nächsten großen Projekte ist der Fäkaltank. Wir haben bisher überhaupt keinen an Bord. Ja. Und wir hatten das bei der Ariba ja eben ein paar Mal erlebt, dass wir ja Liegeplätze, die echt gut waren, verlassen mussten, weil der Tank einfach ein bisschen Auslauf haben wollte. Und deswegen wollten wir viel Fassungsvermögen. Wir haben jetzt 72 Liter, der ist da, aber der muss noch eingebaut werden. Es fehlen noch ein paar Fittinge dafür. Ort ist da und ist alles vorbereitet, aber es fehlen halt noch ein paar Bestandteile. Dann war auch eine Frage von euch im Vorfeld zum Thema Waschmaschine. Wie wir das machen mit dem Waschen eigentlich an Bord. Genau, das mit der Waschmaschine ist ein
schon ein ziemlich wichtiges Thema auch für mich. Muss ich vielleicht dazu sagen, dass ich halt Allergiker bin und hier im Süden sind die Waschmaschinen meistens mit Waschmittel schon, also man kann sein eigenes Waschmittel nicht benutzen und das ist für mich ganz schwierig, weshalb ich einiges per Hand auswaschen muss und das geht einfach nicht. Also das geht schon, aber das ist so eine Wasserverschwendung und ja, wir haben jetzt Platz für eine Waschmaschine und wir haben tatsächlich auch eine gefunden. Wir möchten da aber heute noch nicht so viel darüber erzählen, weil das wird das nächste Video werden, mit Glück. Es ist auf jeden Fall keine der so bei Langfahrern bekannten Maschinen. Genau. Und wir sind da sehr gespannt drauf. Ja, also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es ist ein sehr energie- und wassersparendes Modell. Passt natürlich entsprechend auch nicht so viel rein, aber ja, da bin ich sehr, sehr glücklich darüber und ja, wir hoffen, dass das Christoph flucht die letzten 2 Tage schon am Einbau. Ja, mal sehen. Aktuell haben wir kein Wasser bei uns. Genau. Ich habe es abgestellt, ich habe angefangen zu schrauben, nachdem ich schon zweimal im Baumarkt war, aber es fehlt wieder ein Teil, von daher. Ja. Genau. Und Wasser ist halt gerade, ja, ist ein kostbares Gut, so wie wir jetzt hier gerade auch merken. Also Katalonien, ich weiß nicht, wer es war, hat den Wassernotstand ausgerufen. Im Winter. Im Winter. Also das ist echt ein schwieriges Thema. Wir haben hier in der Marina nur noch von 8 bis 10 Uhr Wasser, außer natürlich in den Toiletten. Aber am Steg ist das Wasser wirklich begrenzt von 8 bis 10 Uhr. Morgens Zum Tank auffüllen, also Wassertank auffüllen. Man darf aus dem Schlauch sein Boot nicht waschen. Also wenn dann nur so mit einem Kercher oder so. Und ja, es ist tatsächlich ein ernstes Thema. Und deswegen, also man weiß es, Wasser ist ein kostbares Gut und das wird uns jetzt hier nochmal so vor Augen geführt. Und deswegen ist das halt wichtig, da ein bisschen auch drauf zu achten, dass man nicht hier ich wasche jetzt alles per Hand und brauche da jedes Mal 50 Liter Wasser für eine Socke und ein T-Shirt. Das geht einfach nicht. Genau. Also wir werden eine Waschmaschine bekommen. Trotzdem möchte ich es gerne nochmal abrunden, weil die Frage ja auch da war. Ich habe das letztes Jahr häufiger gemacht. Es gibt so einen wasserdichten Beutel, der nennt sich Scrubber Bag. Der hat innen drin Noppen und damit kann man mal schnell auch Wäsche waschen oder es einfach mit warmem Wasser befüllen, Kleidung reintun, Waschmittel reintun und einfach beim Segeln draußen hinlegen. Und durch die Bewegung wird die dann schon gewaschen. Für Marion war es nicht sauber genug. Ich fand es aber, um mal ein T-Shirt durchzuspülen oder das Handtuch, das salzige Handtuch, dafür war es vollkommen okay. Ja, gut. Geht auch, aber man braucht trotzdem nicht wenig Wasser dafür. Ja, einen Haufen Wasser. Genau. Ja, genau, dafür freue ich mich. Genau, dann geht es natürlich mit der Elektroinstallation als nächstes Projekt dann weiter. Wir haben aktuell 300 Ampere-Stunden Bleibatterie, das ist die Hausbank, die bei Amel so vorgesehen ist. Und wir haben jetzt von der Arriva die 200 Ampere-Stunden Lithium-Batterien mit rübergebracht. Marion hat ja auch erwähnt, die 2 Solarflügel haben wir mit rübergenommen. Und ja, ich werde die Elektroinstallation, was jetzt die Lade- und Entladestruktur angeht, für Lithium überarbeiten. Die interne Verkabelung ist unverbastelt. Da werde ich erstmal nichts Wesentliches machen. Ich werde aber die Verbraucher von der Bleibank auf die Lithiumbank rübernehmen. Und das mit einem Umschalter, sodass wir dann eben auch von der Batteriebank dann eben zur Not auch noch Strom ziehen können. Und die großen Verbraucher, die Förler, also die Wickelmaschinen von den Segeln, die lassen wir dort und die Ankerwinch auch. Und ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt, auch weil manche Sachen eben sinnvollerweise über die Batteriebank laufen und dann durch einen B2B-Lader rüber auf die Lithiumbank der Strom weiter gepumpt wird. Und genau. Das ist eines der nächsten größeren Projekte. Das hat schon angefangen. Aber wie es manchmal so ist, man muss zwischen den Projekten ein bisschen hin und her springen. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, bei manchen Projekten fehlt noch was und dann muss man eben leider noch ein Projekt aufmachen. Und ja, das wird im Februar noch mal ein bisschen spannender, wenn dann auch noch die Segel und der Solarträger dazu kommt. Ja. Im Februar, genau. Genau, wir haben Februar. Und dann hatten wir noch die Frage,
nach Navigation. Es ist eine Frage von euch gewesen, was wir eigentlich zum Thema Navigation vorhaben, mit was wir navigieren und was wir dazu brauchen und was wir noch nachrüsten wollen. Wir haben im Moment eine Windanzeige, die ein bisschen unvollständig ist. Wir haben ein Funkgerät, was fast keinen Empfang hat. Wir haben das festgestellt, als wir unser AIS zum Laufen bekommen haben, dass man uns eigentlich nur 5 Meilen vor der Küste hat sehen und hören können sozusagen. Und das geht natürlich nicht. Da scheint was mit der Antenne zu sein. Wir haben einen Raymarine-Plotter, einen relativ großen, der auch ein Radar hat. Das funktioniert sehr gut. Der ist zwar hier unten eingebaut, aber man kann ihn oben vom Steuerstand aus sehen. Mit dem haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht auf der Überfahrt, weil er das AIS sehr gut ergänzt hat, beziehungsweise eigentlich sehr gut ersetzt hat, weil das AIS ja nicht lief. Genau. Das AIS werden wir auch wieder in Betrieb nehmen. Da fehlt noch ein Kabel dafür. Und dann müssen wir das Funkgerät natürlich noch einbauen. Das liegt noch in der Kiste rum von der Ariba. Übrigens, wer mal ein Boot tauscht, wenn ihr die Sachen mitnehmt, die eine MMSI haben, also zum Beispiel eine EPIRB, Funkgerät, Handfunkgerät und solche Sachen, wenn ihr das mitnehmt auf ein neues Boot, dann könnt ihr euch die Umprogrammierung sparen. Ihr könnt nämlich dann einfach der Bundesnetzagentur Bescheid sagen, ich habe die Bestandteile aufs neue Boot mitgenommen und dann schreiben die das um, ihr kriegt ein neues Zertifikat, aber ihr müsst die Geräte nicht umprogrammieren. Das ist für uns praktisch, weil wir eben diese ganzen Geräte eben mitgenommen haben und deswegen war das für uns eine ganz gute Sache. Genau. Die Frage war noch, welches System oder ob wir welche Marken bevorzugen. Also wir arbeiten mit dem System, was da ist. Also das war auf der Ariba schon so. Wir haben das benutzt, was da war. Das war auf der Ariba BNG. Der alte Hydra 2000, wer den noch kennt. Und hier auf der Licorne ist es genauso. Wir arbeiten erstmal mit dem, was da ist. Wir werden jetzt nicht das ganze System ändern. Also natürlich wäre das so ein Traum, hier alles zu ändern mit hier Voraussicht, Kamera und Nacht- und Nebelgedöns und hast du nicht gesehen, aber ja, ist auch alles anfällig, ne? Ja, uns kostet einfach im Moment viel zu viel Geld. Also wir arbeiten mit dem, was da ist. Wir richten das. Wir haben unser Funkgerät von der Ariba, unser gutes altes, das wir schon auf der Dela hatten, hatten wir mitgenommen auf die Ariba und haben das jetzt mit hierher genommen, weil das AIS Empfänger hat. Das kommt hoch an den Steuerstand und ja. Also das Funkgerät hat ein eigenes AIS, ein passives mit eingebaut. Passives. Und ein aktives haben wir separat, was man an- und ausschalten kann. Also die Sichtbarkeit an- und ausschalten kann. Genau. Uwe hatte gerade nochmal nachgefragt, wann wir mit den Projekten fertig sein wollen. Also am liebsten morgen, wir wollen los, aber wir haben uns jetzt, und jetzt bitte nicht lachen, das Ziel Ende März gesetzt. Das ist viel zu sportlich, das ist uns auch bewusst, weil wir bei solchen Sachen wie Wasserinstallation, da war ich jetzt schon 3-mal beim Baumarkt, das sind halt immer 3 halbe Tage, die kaputt sind, da vertut man sich einfach. Wir werden bis Ende März hoffentlich den Solarträger drauf haben, Solar drauf haben und die Elektrogeschichte fertig haben, den Fäkaltank eingebaut haben und auch die Waschmaschine. So. Genau. Das ist das Minimum und dann gibt es noch eine Liste, die nennt sich Vor Anker, weil wir uns dann möglichst schnell eben in eine Bucht verholen wollen, um dort weiter zu schrauben und dafür müssen wir halt gucken, dass wir die Sachen dann an Bord haben. Das sind so Sachen, teilweise an der Elektrik noch, ob hier noch eine Steckdose hinkommt, die 220 Volt Verteilung möchte ich ein bisschen überarbeiten. Solche Sachen kann man prima vor Anker machen, dass man Kabel zieht, vorbereitet und ja, da habe ich auch alles an Bord dafür, was ich brauche. Genau. Kurz zwischendurch, ja, wir haben die gleiche MMSI immer noch wie auf der Ariba. Genau, die haben wir mitgenommen. Also müsst ihr euch nicht ändern. Nee, genau. Wer sie hat, kann sie weiterhin behalten. Bernhard fragt, ob wir noch motiviert sind bei so viel Arbeit. Ja, wir wollen los. Wir wollen los. Genau, also das ist tatsächlich die Karotte, die so vor der Nase hängt. Wir wollen mit der Ariba, mit der Licorne segeln und
Aber es stimmt schon, es ist schon auch ermüdend, gerade wenn Ja. man dann abends, wenn man eigentlich müde ist, nochmal zum Baumarkt fahren muss und dann wieder 3 Stunden weg sind, wenn man eigentlich zum 3. Tag glaubt, ich bin heute mit der Wasserversorgung endlich durch und dann abends halt hier sitzt und kein Wasser hat. Das ist natürlich ein bisschen schade. Nein, wir sind nach wie vor motiviert und bin auch Ja. nach wie vor zuversichtlich, dass wir zumindest so weit fertig werden, dass wir losfahren können. Ob es dann wirklich März ist oder vielleicht doch April, das werden wir dann sehen. Aber so bald wie möglich. Ja, deswegen haben wir uns unsere Prioritätenliste wirklich letzte Woche sind wir noch mal ganz knallhart rangegangen und haben wirklich gemacht, muss bis wegfahren, nach wegfahren und irgendwann. Und das, ja. Ja, also es gibt zum Beispiel 2 Bestandteile. Die Windfahnensteuerung von der Ariba, die haben wir mitgenommen. Und ich habe seit kurzem auch einen Windgenerator. Vielen Dank, René, falls du uns sehen solltest. Der hatte von seinem Boot, was er verkauft hat, uns das überlassen. Da konnten wir uns einig werden. Ein Silent Wind. Die werden wir erstmal einpacken, in die Wachskiste legen. Und dann werden wir gucken, was wir machen. Ein Projekt habe ich übrigens noch vergessen. Wir müssen die Reling noch demontieren. Die ist an verschiedenen Fußpunkten gebrochen. Und um sie zu schweißen, muss sie eben zumindest vom GfK entfernt werden. Ja. Das heißt, wir werden einzelne Füße nochmal demontieren müssen. Das geht schwierig, aber ich habe einen Schlagschrauber, damit dürfte es gehen. Ich habe einzelne Schrauben schon vorgelöst. Also das müsste eigentlich passen. Der Schweißer weiß auch schon Bescheid, der hat auch schon einen Termin. Und ja. Die Wasserversorgung, ob wir UV- oder Kohlefilter verbauen werden. Wir haben noch nichts verbaut. Nein, wir haben keinen UV-Filter. Wir arbeiten nur mit Kohlefiltern. Wir werden ja dann, also wir werden einmal das ganze System reinigen. Also das desinfizieren. Das werden wir jetzt einmal machen. Und danach kommt ja erstmal nur Wasser rein. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, mit einem Filtersystem, Kohlefiltersystem zu arbeiten. Also erstmal mit einem Aktivkohlefiltersystem, damit wir zumindest den Chlor, den wir hier im Hafen haben, rauskriegen. Mittelfristig möchte ich aber einen kleinen Trinkwassertank haben, der mit einem Überlaufsystem sozusagen arbeitet, dass wir mit dem Wassermachen den kleinen Tagestank, der wird so 40, 50 Liter haben, befüllen. Der hat einen Überlauf in den Haupttank und aus dem Haupttank entnehmen wir dann das Brauchwasser. Genau. So ist der Plan, aber das schaffen wir nicht vor der Abfahrt. Ja. Vielleicht schaffen wir es, den Tank zu bestellen und irgendwo hinzulegen. Das ist auf der, auf der zweiten Liste drauf, nach der Abfahrtliste drauf. Genau. Trotzdem, Ronja. Günther, zu deiner Frage zurück. Wir sind uns der Sache natürlich bewusst und sobald wir wieder vor Anker sind und den Wassermacher laufen haben, werden wir sozusagen Handkanister, wir haben 225 Liter Handkanister, die werden wir füllen und da das Trinkwasser erstmal draus entnehmen, sodass wir es nicht aus dem großen Tank entnehmen müssen. Ja, aber wenn der Tank erstmal desinfiziert ist, dann sind wir da ganz zuversichtlich, dass wir das so machen werden. Jetzt ging es ganz viel um das neue Boot. Wollen wir noch mal kurz aufs alte Boot eingehen? Günther hatte ja auch danach gefragt. Ja, die Ariba ist noch nicht verkauft. Die ist fertig, also ganz fertig. Wir haben sie abgeschlossen. Wir müssen auch nicht mehr drauf und wir hoffen, dass jemand Lust hat, mit der Ariba schöne Zeiten zu verbringen. Genau. So wie wir sie hatten. Wir haben sie jetzt mittlerweile hier an ein Unternehmen übergeben. El Tinglado de Perico heißt das. Das ist jemand, mit dem wir ganz viel machen, der Carlos, der ist ein super Typ. Und der wird jetzt sich darum kümmern, um die Maklerei. Hat auch ein paar Nachfragen mittlerweile bekommen. Wir denken auch, dass es fürs Mittelmeer das ideale Boot ist, von der Größe und auch von der Ausstattung, die es jetzt hat. Es ist ja auch nicht so, dass es nackt ist. Das ist ja immer noch sehr gut ausgestattet und für 4 bis 6 Leute eben auch gut geeignet. Kurzes Beispiel, wir haben ja vorhin gesagt, wir haben unser Funkgerät mitgenommen. Es gab auf der Ariba schon ein Funkgerät. Also die hat jetzt immer noch ein Funkgerät. Es gab 2 dort. Wir haben nur, wie gesagt, unser altes mitgenommen von der Dela, weil wir es einfach frisch gekauft hatten und weil das top ist.
wir uns dran gewöhnt hatten und wir haben das dann mitgenommen auf die Ariba und jetzt eben auf die Koana. Also wir haben nichts runtergenommen, was man dringend braucht und was da jetzt fehlt. Das Boot ist fertig, ready to go. Also sogar noch ein Multiplus drauf, also ein Inverter drauf. Insofern alles gut. Die Pläne. Hier, es kam schon die Frage nach unseren Plänen. Wie soll es jetzt weitergehen? Also kurzfristige Pläne sind erstmal los und Mittelmeer. Diesen Sommer werden wir noch weiterhin im Mittelmeer bleiben. Wir möchten segeln. Und also die Ziele, weil wir das häufig gefragt werden, wer Segler ist, weiß das ja, dass es mit Zielen so ein bisschen schwierig ist. Wir wollen erstmal so die italienischen Inselchen machen. Wir wollen aber eben so viel segeln, wie Marion schon gesagt hat, dass wir uns auch gut vorstellen können, dass wir Strecke machen und von hier nach Griechenland, von Griechenland nach Elba und von Elba nach Tunesien fahren könnten. Malta. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir wollen, also ich kann mir im Moment vorstellen, tagelang mit dem Boot zu segeln und insofern ist uns der Ort auch nicht wichtig, aber Inseln sind deswegen natürlich schön, weil sie normalerweise weniger stark überlaufen sind als die Festlandsküste und gerade die italienische Festlandsküste, die hat so auch ihre Eigenheiten, deswegen sind wir da eher bei den Inseln und mittelfristig, Marion zieht es für den Herbst schon raus aus dem Mittelmeer. Ich würde sehr gerne noch Griechenland sehen und in Griechenland ankern. Das kann man aber vielleicht auf dem Rückweg machen, sagt Marion immer. Nee, das machen wir den Sommer. Ja, also mal gucken. Vielleicht gehen wir tatsächlich im Herbst raus und auf die Kanaren. Und das heißt aber nicht, dass wir dann direkt rüberfahren. Wir haben ja familiär mit meinen Eltern, möchte ich im Moment noch nicht so weit weg sein. Deswegen würde es dann vermutlich so sein, dass wir nächstes Jahr nochmal den europäischen Atlantik machen, also praktisch Azoren, Madeira und Kanaren und dann eventuell rüberfahren. Marokko? Genau, Marokko natürlich, habe ich vergessen, aber so ein bisschen außerhalb der Orca-Alley wollen wir uns aufhalten und dann sehen. Aber langfristig zieht es uns in den Pazifik. Also ich müsste jetzt gar nicht so unbedingt in die Karibik, mit Ausnahme der Teil von den Cunayala, der interessiert mich tatsächlich. Oder Südamerika ein bisschen. Aber mich zieht es eigentlich eher Richtung Pazifik und Marion auch. Also wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Französisch-Polynesien. Genau. So, nochmal kurz ein Nachtrag. Günther hatte ja geschrieben, dass er einen Filter hat nach der Pumpe und damit ganz gut fährt und für die Kaffeemaschine beim Wassermachen 3x6 Liter abfüllt. Genau, das ist praktisch ein ähnliches Konzept, wie wir es dann auch verfolgen werden. Genau, so, Oliver ist auch da. Schön, dass du da bist. Und dann kam die Frage, ob wir noch ganz normal berufstätig sind. Marion und ich, wir sind beide selbstständig im Moment. Was ist schon normal? Genau, was ist normal? Im Moment muss ich allerdings sagen, dass mich das Boot voll in Anspruch nimmt. Also ich arbeite im Moment nicht. Und wenn, dann nehme ich einzelne Projekte an, die reinpassen. Aber jetzt im Moment ist da von meiner Seite nichts. Genau, und ich mache ja hier Hafenkino, den Videoschnitt und so weiter. Und das ist, wo ich mich im Moment drauf konzentriere. Und das ist viel Arbeit, die aktuell noch recht schlecht bezahlt ist. Aber das, was ich eigentlich ursprünglich gemacht habe, kann ich unterwegs nicht machen. Hätte ich aber auch zu Hause nicht mehr machen können, aus unterschiedlichen Gründen. Insofern, ja. Was warst du denn vorher? Weiß ja nicht jeder. Ja, ich habe Schaufensterdekoration und Warenpräsentation gemacht. Das war ja zu Zeiten von Corona. Als Corona anfing, war mein Beruf ja so ein bisschen kaputt und hat sich auch streckenweise noch nicht erholt. Der Einzelhandel hat sich nicht erholt. Insofern, ich mache visuelles Marketing. Ich kann Social Media, ich kann Webseiten machen und da gibt es ein ganz breites Feld, aber da bin ich noch nicht so ganz aufgestellt. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Und dann haben wir noch jede Menge Projekte. So, genau. Daher. Also jetzt ab von den Bootsprojekten. So. Gut. Okay.
wir waren bei den Plänen. Ja. Mittellang, kurzfristig. Müssen wir mal sehen. Genau. Aber ja, wie gesagt, diesen Sommer sind wir auf jeden Fall irgendwo im Mittelmeer zu finden und wir freuen uns da jetzt wirklich drauf, wenn es dann endlich losgeht. Und wie schon gesagt, wir müssen ja noch ein paar Sachen unterwegs reparieren am Boot. Also reparieren ist falsch. Nee, nachrüsten. Nachrüsten. Also da werden wir wahrscheinlich auch immer mal wieder irgendwo einen Baumarkt ansteuern müssen. So, da und dort. Und ja. Also mal sehen, wir halten uns das ganz offen. Wir warten ab, was das Wetter bringt, wie es funktioniert, wir müssen ja erstmal auch mit dem Boot segeln. Wir sind ja nicht viel gesegelt, als wir die Überführung gemacht haben. Es war ja doch äußerst windstill und da freuen wir uns jetzt mal richtig drauf. Ja, das wird gut tun. Ja, genau. So, Volker ist neu dazugekommen. Hallo Volker. Gibt es denn von euch im Moment noch Fragen? Ich habe den Eindruck, dass es relativ ruhig ist von den Fragen. Ich muss mal meine Lesebrille aufsetzen. Hallo Daniel. Daniel ist auch dazugekommen. Daniel, hast du Fragen? Genau. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Genau, was wir übrigens schon ein paar Mal gefragt wurden, ist, ob und wie man uns unterstützen kann oder sich für unsere Arbeit bedanken kann. Also wir waren ja auf der Boot und wir haben getroffen und das war richtig schön, auch mit den Leuten zu reden. Also man darf uns immer ansprechen, wenn man uns irgendwo sieht. Wir freuen uns darüber und hatten da auch echt nette Gespräche und auch einen guten Austausch. Darf ich kurz? Ja. Also ich finde es halt auch immer total spannend, von den Leuten zu hören, wo sie gerade stehen. Wir sind übrigens auch häufiger mal von Motorbootfahrern angesprochen worden, weil es offensichtlich sowas, was wir tun, also per Video darüber berichten, was wir so täglich erleben, gibt es offensichtlich bei Motorbootfahrern wenig. Deswegen gucken die bei den Segelbootfahrern. Das fand ich ganz spannend. Und wir haben auch Leute getroffen, verschiedene Leute getroffen, die gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne los, aber es geht gerade nicht. Oder aus verschiedenen Gründen das Losfahren sich als schwierig gestaltet. So, sagen wir mal so. Und das finde ich auch immer ganz toll, dann mit den Leuten auch zu sprechen und so ein bisschen auch vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben. Aber wir waren gerade bei dem Thema Unterstützen. Genau. Also wir haben aktuell frisch eingerichtet. Ich weiß nicht, wer das kennt, bei YouTube diese Supers. Das heißt, man kann uns ein bisschen Geld spendieren, wenn man möchte, über YouTube. Wir haben aber auch ein Buy Me a Coffee eingerichtet, beziehungsweise ich habe den eingerichtet. Und da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren oder mir einen Kaffee spendieren, wie ihr möchtet. Oder 2 oder 3 oder 20. Den erreicht ihr über einen Link in einem letzten Video oder über den, also ab jetzt in jedem Video unten drin über einen Link, und zwar in der Beschreibung vom Video. Und das ist total einfach, draufklicken und dann wird man gefragt, wie viel man geben möchte und über welchen Kanal, PayPal oder was auch immer das ist. Das sind wirklich nur 2 Klicks. Ich habe das schon gemacht. Also kann man gut machen. Christoph hat mir einen Kaffee spendiert. Genau. Und dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich, falls ihr Amazon-Käufer seid, könnt ihr über einen unserer Links reingehen. Wir haben auch in jedem Video unten irgendwelche Links drin von irgendwelchen Sachen, die wir benutzen. Und wenn es nur das Kameraequipment ist. Und wenn ihr da drüber auf YouTube, auf Amazon geht und dann egal was bestellt, es muss gar nicht die Kameraausrüstung sein, sondern keine Ahnung, den nächsten Wasserfilter. Eure Zahnbürsten. Genau, eure Zahnbürsten. Dann bekommen wir einen ganz kleinen Obolus, das kostet euch überhaupt nichts und wir sehen auch nicht, wer was bestellt hat. Das hilft auch sehr viel und natürlich Kommentare und Likes, die helfen auch super viel. Ja, Videos immer schön bis zu Ende angucken. Und am besten teilen und Mutti sagen, sie soll auch mitgucken. Und Kommentare und wir freuen uns sowieso über Kommentare und wir freuen uns nach wie vor darüber, dass es so einen schönen Austausch gibt und so einen regen Austausch auf
unseren Videos und auch gerade wenn mal ein bisschen welche Techniksachen sind, dass ihr euch auch untereinander austauscht und euer Wissen austauscht. Das finden wir nach wie vor großartig und ich finde, das macht irgendwie so eine gute Community aus, dass man sich halt auch austauscht. Und ich finde das toll und ich freue mich darüber. Und wir wissen ja auch nicht alles und wir können da auch immer noch unheimlich viel bei lernen, wenn dann Austausch. Das finden wir auch ganz toll. Sind wir immer sehr dankbar darum. Es haben sich übrigens mehrere Leute in der letzten Zeit persönlich auch mal über den Kanal gemeldet und Hilfe angeboten. Also vielen Dank an der Stelle nochmal für jeden, der da in der einen oder anderen Weise unterstützen wollte. Vielen Dank euch allen. Volker hatte jetzt nochmal nachgefragt, wann wir gerne weiterfahren wollen. Wir würden, das hat jetzt gar nichts unbedingt mit der Temperatur zu tun. Wir haben eine Heizung an Bord. Wir könnten auch jetzt fahren. Aber es ist natürlich ein bisschen netter, so ab März, April. Und uns halten die Projekte auch fest. Also ich kann nicht den zerlegten Solarträger hier am Rehlingszaun verzurren und dann irgendwo in der Bucht montieren. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee. Volker hatte auch nochmal nachgefragt, der andere Volker, welches Solarträgersystem wir uns ausgesucht haben. Das ist ein deutscher Hersteller, das gibt es erst seit wenigen Wochen. Das ist von E-Tech Edelstahl und wir zeigen euch das aber dann genauer, wenn es soweit ist. Genau. Kerstin fragt nach zahlenden Gästen, ob wir zahlende Gäste mitnehmen wollen. Nee, planen wir erstmal tatsächlich nicht. Also wer weiß, was die Zukunft bringt, aber im Moment planen wir nicht, zahlende Gäste mitzunehmen. Wir wollen ja jetzt erstmal selber segeln. Also wir kennen das Boot noch nicht mal gar nicht. Und wir waren ja jetzt über ein Jahr. Ich habe gerade gestern festgestellt, dass sich die Events in Barcelona jetzt wiederholen, dass wir die Sachen schon zum zweiten Mal sehen. Und es wird wirklich, ich liebe diese Stadt, aber es wird Zeit, dass wir loskommen. Und erstmal planen wir keine zahlenden Gäste mitzunehmen. Wir freuen uns über unsere Freunde und Familie, wenn die mal mitkommen möchten. Und das reicht erstmal. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Es ist jetzt auch kein kategorisches Nein. Wir haben uns eigentlich eher noch nicht damit beschäftigt. Von daher. Ja. Und wir haben gerade andere Sachen im Kopf. Das ist, glaube ich, eher so die Priorität. Genau. Und da war doch noch mal was. Also wartet ihr auf wärmeres Wetter? Nee, das ist egal. Wir haben warme Klamotten dabei. Genau. Ja, ob wir noch nie über einen Katamaran nachgedacht haben. Naja, also es gibt da so ein Video bei uns. Ja. Da haben wir uns tatsächlich auch einen Katamaran angeschaut. Und haben Schelte dafür bekommen, dass wir doch dieses Ding hoffentlich nicht kaufen wollen. Ja, wir haben natürlich über einen Katamaran nachgedacht. Das Problem beim Katamaran ist, dass der doppelt so viel Platz hat, aber auch doppelt so viel Geld kostet. Also in unserem Budgetrahmen gibt es keinen vernünftigen Katamaran. Das ist das eine. Und diese Amel, die wir jetzt haben, oder eine Amel, war das Traumboot von Christoph. Das ist einfach so. Und in dem Moment, wo wir die Amel gefunden hatten, hätte ich mit noch was weiß ich was kommen können. Das wäre alles egal gewesen. Nee, das stimmt ja nicht. Wir haben ja schon die Katamarans auch angeguckt. Ja, genau. Und die Snowgoose, die fand ich ganz interessant, aber ist halt auch nicht das schnellste Boot. Und also Katamaran fand ich auch deswegen interessant, zum einen wegen dem Platz und zum anderen auch, weil Marion leicht seekrank wird. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung damit, dass man mit dem Katamaran eben auch das Thema Seekrankheit bei Marion bekämpfen kann. Und jetzt haben wir ja das Glück, dass wir mit dem Boot auch das richtige Boot dafür gefunden haben. Die Amel Santorin und Maramus sind sehr bekannt dafür, dass sie eben sogenannt frauenfreundlich sind, also dass die Seekrankheit da nicht so zuschlägt. Als ob nur Frauen seekrank wären. Das hat uns eine Frau erzählt, die eine Maramu fährt. Ja. Sie hat das genauso benannt. Ja. Und also es ist auch tatsächlich so, dass deine Seekrankheit besser geworden ist seitdem und von daher sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Genau, und mehr Platz haben wir auch als bisher und das ist schon schön. Ja. So, Volker, vielen Dank für dein Lob zu unseren Videos. Das freut uns wirklich sehr, ja, weil Videos, also Volker sagt, die Videos sind gut durchdacht und gemacht.
das ist viel Arbeit und viel Herzblut in den Videos und das freut uns und mich vor allem sehr, weil ich die ja schneide und editiere, dass das so gut ankommt. Also vielen, vielen, vielen Dank. Genau, vielen Dank. Wir haben es zwar für das Boot-Video, also jetzt von der Boot, gab es auch Leute, die sich beschwert haben, es wäre total chaotisch gewesen. Aber gut, man kann es auch nicht jedem so machen, dass es für jeden passt. Aber vielen Dank für die Anerkennung, wir freuen uns darüber. Moment, Dieselpest war noch eine Frage. No, und es gibt noch mehr Fragen. Moment. Erstellt ihr ein eigenes Video zur Elektroinstallation? Wir versuchen, eine gesunde Mischung zu machen zwischen ein bisschen Technik und Segeln. Und Marion sagt immer, ich soll den Erklärbär nicht machen. Also ich trage mich im Moment so ein bisschen mit dem Gedanken, ob ich das ein bisschen vertiefe, aber dann nicht auf diesem Kanal. Ich kann es euch noch nicht sagen. Also auf jeden Fall werde ich vielleicht nicht ein Schraubervideo machen, so wird die Elektroinstallation gemacht, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall in einem Video mal vorstellen, was wir jetzt gemacht haben und wie wir aufgestellt sind, weil das interessiert, glaube ich, jeden. Genau. Aber vielleicht nicht so im tiefsten Detail. Ja, also so wirklich die Erklärung, was, wie und warum. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und sehr gut, das werden wir auch machen. Aber wie er jetzt genau die einzelnen Schrauben und das muss so, glaube ich, nicht sein. Ja. Thema Dieselpest war gerade noch die Frage, ob wir Vorkehrungen dafür haben. Ich filtere, also der Vorgänger hat immer nur von der Tankstelle geholt und auch nur den sehr guten Diesel. Wir haben ja hier 400 Liter an Bord, da müssen wir besonders drauf achten. Natürlich verwenden wir immer Grotamar. In Spanien bekommen wir das auch, Grotamar, ganz legal zu kaufen. Und ich filtere zusätzlich auch beim Einfüllen zum Ärger der Tankstellenbesitzer den Diesel nochmal durch eine Tülle, die eben einen Siebeinsatz hat, um da eben schon die ersten Sachen rauszufiltern. Und dann haben wir natürlich einen ganz normalen Dieselfilter. Also wir haben jetzt nicht ein HEPA-Doppelfiltersystem. Das werde ich vielleicht mittelfristig mal nachrüsten, aber im Moment haben wir das nicht. Ja, und wir sind nicht verheiratet. Also es gab die Frage, wie lange wir verheiratet sind. Wir sind nicht verheiratet, wir sind aber schon über 9 Jahre zusammen. Also es funktioniert so und einigermaßen gut. Wir haben uns am Segelsteg kennengelernt und wir haben uns dann auf einer Weihnachtsfeier vom Segelverein wieder getroffen. Ja. Und da war das Thema, wo wir den ganzen Abend drüber diskutiert haben, dass wir beide noch keinen Schwerwetterturn gemacht haben und das unbedingt nachholen wollten. So haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt. Genau. So, also wir sind nicht verheiratet, nein. Ja. Und Volker, wir haben kein Haustier. Wir hätten, also wenn uns ein Haustier zuläuft, dann ist das so und dann haben wir das. Wir hätten gerne irgendwie vielleicht eine Katze, zur Not tut es auch ein kleiner Hund, aber wir werden uns nicht proaktiv ein Haustier jetzt suchen und zulegen. Es ist, also für uns ist es klar, das funktioniert auf dem Boot, weil wir unheimlich viele Tiere hier immer wieder treffen, hier und da. Es gibt in jeder Marina mindestens 1 bis 2 Bootskatzen. Katzen, auch wenn man sagt, sie mögen kein Wasser, sind sie offensichtlich doch gerne mit auf dem Boot. Wir haben auch Freunde, die selber eine Katze mit dabei haben. Es funktioniert. Es gibt Leute, die sagen, es ist Tierquälerei. Ich sehe das nicht so, weil das Tier einfach ja zu dem Menschen eine enge Verbindung hat und kein wildes Tier ist. Sie sind halt normal domestiziert. Aber wir haben keines. Wir wissen, es funktioniert. Es wird natürlich übersee schwieriger. Je weiter weg wird es schwieriger. Aber wir wissen, dass es funktioniert, weil viele mit Tieren auch unterwegs sind. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Mal gucken. Wir haben gerade die Frage bekommen, deswegen tippe ich hier gerade nebenher. Fragte Thorsten, wo man sich ein bisschen näher über die Ariba informieren kann. Wir haben einen Link auf
Also wir haben ein Inserat drin bei eBay Kleinanzeigen, da kann man sich zum einen informieren, ansonsten uns nochmal über die E-Mail-Adresse vom Hafenkino eben anschreiben oder im Kommentar nochmal eine Nachricht hinterlassen, uns danach eben nochmal ansprechen. Dann kommen wir natürlich gerne drauf zurück. Ich versuche gerade den Link mal rauszukriegen, vielleicht machst du ein bisschen weiter, Ja, dann kann ich den da in den Kommentar mit reinschreiben. Mache ich. Seekrankheit, mein Thema. Es gibt auf unserem Blog einen ganz tollen Artikel darüber, den kann ich nach wie vor noch sehr empfehlen. Den habe ich geschrieben, habe sehr, sehr, sehr viel dafür recherchiert. Der ist wirklich gut. Ich nehme gegen Seekrankheit tatsächlich Cinnarizin. Cinnarizin-Dimethylhydrat, das ist verschreibungspflichtig. Mach das mal, entschuldige bitte, ich muss mal kurz intern, mach das mal bitte nicht, das wird nicht funktionieren. Danke dir. Okay. Das ist verschreibungspflichtig, das hilft gegen Schwindel, weil mir wird nicht schlecht. Ich werde müde und ich liege in der Ecke und bin eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Also das ist, ich muss mich nicht übergeben. Mir wird wirklich einfach nur, ich werde einfach nur unheimlich müde und deswegen nehme ich ein Mittel gegen Schwindel und ich komme damit super klar, macht mich auch nicht müde. Müde bin ich sowieso schon. Ich werde also tatsächlich dann auch fitter dadurch. Aber das ist halt auch nicht die Lösung, immer nur Medikamente zu nehmen. Wie gesagt, der Artikel ist sehr zu empfehlen, ist bei uns auf dem Blog, auf hafenkino.blog zu finden. Wie machen wir die Desinfektion der Wasseranlage? Wir haben da jetzt eine Empfehlung bekommen von einem 2-Komponenten-Chlordioxid. Zweikomponentiges Chlordioxid. Das werden wir in die Anlage einfüllen. Wie lange muss das einwirken? Ein Tag? Mindestens 12 Stunden. Genau, mindestens 12 Stunden einwirken und dann ablaufen lassen. Das tut sehr weh für 700 Liter Wasser. Gerade zur Zeit. Aber es geht nicht anders. Genau, aber wir können es leider nicht ändern. Das System muss sauber sein und das reicht aber dann auch. Also diese Desinfektion muss man, wenn dann maximal einmal im Jahr machen, wenn überhaupt. Wir müssen mal schauen, weil wir ja dann vornehmlich erstmal nur noch mit Wassermacherwasser arbeiten und das ist ja sauber und rein. Also da ist ja nichts zu sagen. Also ich konnte das jetzt, Marion hätte das ja irritiert. Ariba, jetzt hat er es vorgelesen, genau. Ich habe jetzt die Suchwort mal reingeschrieben, worunter ihr die Ariba findet bei eBay Kleinanzeigen. Ich kann jetzt leider das nicht rauskopieren und reinnehmen, weil dazu müsste ich den Screen wechseln und das irritiert dann. Ja, genau, das bitte erstmal nicht. Nein, wir haben keine Immobilie zu Hause. Wenn irgendwas schief geht, fangen wir zu Hause bei Null an. Wir haben unsere Wohnung in Hamburg aufgegeben. Wir haben Familie in Süddeutschland. Wir würden, wenn etwas schief geht, dann, wenn es soweit ist, schauen, wo wir neu anfangen. Also ich glaube, ich weiß es nicht, wo wir da hingehen würden. Es kommt drauf an, was dann ist. Vielleicht würden wir auch, keine Ahnung, nach Barcelona gehen, weil hier ist es einfach unfassbar schön zum Leben. Wir wissen das nicht. Und habt ihr ein Auto? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also vielleicht noch mal ganz kurz, um das abzurunden. Wir haben ja die Wohnung aufgelöst. Jeder von uns, glaube ich, hat noch 3 Kisten und du hast noch einen Schrank. So. Ja, genau. Genau. Das ist das, was es noch gibt. Mehr gibt es überhaupt nicht mehr von unseren Sachen. Und, aber die Frage war noch, ob wir noch ein Auto haben. Marion konnte sich nicht vorstellen, ihren Smart Fortwo Cabrio, den sie damals neu gekauft hat, zu verkaufen. Das ist ein Dauerärgernis da, wo er ist, weil er steht den Nachbarn immer im Weg rum. Das ist ein kleines Dorf, da wird um jeden Platz gekämpft, der vor dem eigenen Haus ist. Der wird als Eigentum angesehen. Jetzt haben wir ihn in eine Tiefgarage gestellt, damit da Ruhe ist. Aber Marion kann sich nicht vorstellen, den abzugeben. Und weil das ein Dorf ist, wenn wir dort sind, ist es auch tatsächlich
gut, ein Auto zu haben, auch wenn es ärgerlich ist, wenn er dann einmal im Jahr vielleicht eine Reparatur braucht. Kam schon länger nicht mehr vor, aber Wird ja auch nicht gefahren. Also wir haben noch ein Auto. Aber nur aus Sentimentalität. Eigentlich, also eigentlich ist es totaler Blödsinn, aber ich hab's nicht übers Herz bekommen. Er war inseriert, wir hatten Anfragen dafür und ich habe die Anfragen abgesagt und ich habe das Auto noch in der Nacht- und Nebelaktion von Hamburg nach Süddeutschland gefahren, weil ich ihn nicht verkaufen konnte. Es kommt irgendwann, also wenn nicht, irgendwann muss er weg, aber ich habe es noch nicht geschafft. Volker hat uns netterweise geschrieben, wenn alles schief geht, können wir bei ihm im Gräbele schlafen. Das ist ganz lieb. Wer den Begriff nicht kennt, das Gräbele ist beim Doppelbett zwischen den Matratzen sozusagen, also in der Mitte, da wo die Kohle ist. Also vielen Dank, Volker. Wenn es ganz, ganz eng wird, kommen wir vielleicht drauf zurück. Aber wir haben vorher tatsächlich noch bei der Familie, bei meiner Schwester und bei Freunden die Möglichkeit, zur Not mal für einen Tag unterzuschlüpfen oder für ein paar Tage. Genau, aber es stimmt tatsächlich, wir sind ohne Netz und doppelten Boden unterwegs im Prinzip. Wir haben keine Wohnung mehr, wir haben sozusagen nichts mehr außer Freunde und Familie. Aber wenn jetzt wirklich, ich sag mal, das Schiff untergeht oder wir vor Panama entscheiden würden, wir fahren nicht weiter aus irgendwelchen Gründen und das Boot dort verkaufen würden, dann würden wir tatsächlich mit einer Tasche zurückkommen. Das wär's. Und dann müssten wir eben gucken, wie wir neu anfangen. Ja, genau. Also wir haben das damals lange besprochen, lange diskutiert. Also wie schon mehrfach gesagt, wir hatten keine Immobilien, wir haben auch keine Firma verkauft und sonstiges, aber wir haben ein bisschen was Kleines, wenig zusammengespart, weil wir einfach diesen Traum hatten. Den haben wir jetzt begonnen und wir haben alles aufgegeben. Wir haben versucht, so Geld zu machen, was geht. Wir haben alle Möbel verkauft. Wir haben verschenkt, wir haben alles los und haben gesagt, wir starten einfach neu, weil wenn es schief geht, dann ja, also der Hauptgrund war, dass ich hätte zwar gerne noch eine Wohnung gehabt. Ich finde das schön, wenn man zurückkehren kann an einen Ort, wo man weiß, da ist die Waschmaschine und das Fahrrad steht im Keller. Aber das war einfach nicht abzubilden, finanzieller Art, dass wir eine Wohnung unterhalten parallel dazu. Und der Vermieter, den wir hatten, der war auch nicht einverstanden, dass wir die Wohnung untervermieten. Und insofern blieb uns dann nur das. Hat aber auch den schönen Nebeneffekt, dass wir uns um solche Sachen sozusagen gar nicht kümmern müssen. Hat aber auch den Nachteil, wenn wir nach Deutschland fliegen, haben wir normalerweise eine große Tasche dabei und leben dann auch teilweise 2-3 Wochen aus einer Tasche. Also da haben wir jetzt schon Übung, weil meistens sind es auch 2-3 Stationen, die wir dann abfahren. Ich fahre zu meinen Eltern nach Süddeutschland, dann zu Marions Familie nach und so bildet sich das an der Alp. Und teilweise bin ich auch noch in Hamburg ein bisschen. Genau. Wie sieht das mit den Mehrkosten in der Marina von einem 12-Meter-Yacht auf 14 Meter aus? Ist ein bisschen mehr. Also oftmals geht die Grenze 10 bis 12 und dann 12 bis 14. Also das heißt, wir sind eine Stufe höher. Manchmal geht es auch 12 bis 15. Das ändert sich. Wir haben ja noch keine Erfahrung damit. Also hier ist es wie viel mehr im Monat als bei der Arriva? 100 Euro. Also statt 500 Euro sind 600 Euro pro Monat. Pro Monat. Ansonsten müssen wir es jetzt mal abwarten. Wir planen aber nicht in Marinen zu gehen, sondern möglichst viel zu ankern. Deswegen versuchen wir uns ja so autark wie nur irgendwie möglich aufzustellen, damit wir nicht in eine Marina müssen. Also mit allem Drum und Dran, großer Anker, genügend Ankerkette, Solar, Wassermacher, Waschmaschine, alles was geht, dass wir einfach wirklich keine Marina brauchen, außer es sind irgendwelche Umstände, weshalb wir zum Beispiel nach Deutschland fliegen müssen oder sowas. Das kann natürlich passieren. Wobei das geht gar nicht unbedingt darum, nicht in der Marina zu sein, um Geld zu sparen, sondern es geht einfach darum, wir sind lieber vor Anker. Das macht uns mehr Freude und am liebsten auch in der Nähe von Langfahrtseglern. Das haben wir im letzten Semester oder im letzten Jahr schmerzlich vermisst, in den letzten 1,5 Jahren. Wenn man so den Atlantik runtersegelt bis Portugal, ist man immer in Begleitung von Langfahrtseglern, die praktisch die ähnliche Route und mittelfristig das ähnliche Ziel haben.
Das macht sehr, sehr viel Freude. Hier sind wir jetzt eher mit Charterbooten und spanischen Seglern umgeben, was so die eine oder andere Spezialität mit sich bringt. Das ist ein bisschen schade. Wir hätten da wieder gerne mehr Kontakt mit den Langfahrtseglern, aber in der einen oder anderen Bucht trifft man auch einen Langfahrtsegler. Genau, da passt jetzt auch die Frage von Volker dazu, ob wir Kontakt haben zu anderen YouTube-Seglern. YouTube-Seglern. Nee, also, aber das. Ja also, und nein. Ja und nein. Also jetzt nicht, weil wir nicht wollen, sondern wir liegen ja hier bei uns in der Marina und die Marina weiter und die triffst du so nicht. Es ist, also man trifft sich, wenn man in der gleichen Marina ist oder man trifft sich, wenn man in der gleichen Bucht ist. Aber ansonsten trifft man sich halt so nicht. Und Carl Ocean zum Beispiel, die liegen in Almerimar, das ist furchtbar weit weg von hier. Ja. Also ich denke, man wird sich bestimmt im Sommer da und dort über den Weg fahren. Also Aquarell nicht, die sind ja jetzt auf dem Weg in die Karibik, aber so alle, die hier sind, also wir gehen niemanden aus dem Weg oder sowas. Es ergibt sich und dann trifft man sich, aber auch nicht YouTube, auch andere haben wir auch schon viele getroffen. Also 2 Sachen dazu. Wir waren ja auf der Boot. Wir haben auf der Boot Erik den Wikinger getroffen. Erik Anderer, haben uns sehr, sehr nett mit ihm unterhalten. Das ist wirklich ein ganz, ganz freundlicher Kerl. Wir haben auch mit Anna und Marlin kürzlich Kontakt gehabt. Die haben wir vor Ort in Berlin getroffen. Wir haben auch Martin von der Jambo getroffen, jetzt auf der Boot. Also wir treffen verschiedene Leute und wenn wir sie sehen, sprechen wir sie auch an, weil ich es nett finde, wenn man sich in der Community auch kennt. Und ich bin ja sowieso jemand, der Leute immer ansammelt. Es ist aber auch so, wie soll ich denn das formulieren, damit es nicht überheblich klingt? Wenn man einen Kanal betreibt, kriegt man ganz viele Anfragen und man möchte von vielen Leuten kennengelernt werden, was ja auch sehr verständlich ist. Und ich versuche dem auch, oder wir versuchen dem so weit wie möglich auch nachzugehen. Aber irgendwann ist dann sozusagen auch die Kapazität erreicht und das geht, glaube ich, jedem so, der einen Kanal hat. Insofern muss man da eben gucken, man kann nicht jedem gerecht werden und dann stellt sich eben die Frage, durchaus vielleicht von dem einen oder anderen, muss ich mit ihm Kontakt haben und warum eigentlich? Also das, wie gesagt, soll nicht überheblich sein, aber irgendwann ist dann einfach auch der Kanal sozusagen voll. Ja, also wie gesagt, ich denke, man läuft sich über den Weg, egal ob jetzt YouTuber oder nicht, man ist sich sympathisch So ist es und gemeint. man befreundet sich oder man ist sich nicht sympathisch und befreundet sich halt nicht. Also das ist. Genau. Aber es ist kein Auswahlkriterium in dem Sinne. Nee, wir gehen nach Nase, nicht nach Ansehen. Hier, Günther, wir haben die Hanse Merkur, die 5-jährige. Aber wir sind auch noch in Europa unterwegs, insofern ist das alles auch noch ein bisschen einfach. Hier kommt habt ihr die Anpassungen am neuen Schiff durchgeplant oder entscheidet ihr euch für die konkrete Ausrüstung Stück für Stück? Also wir hatten das ja vorhin angerissen, bist du jetzt vielleicht ein bisschen später eingestiegen. Ja, wir müssen es durchplanen, weil sonst werden wir zum einen nicht fertig mit den Lieferfristen und zum anderen brauchen wir auch manche Sachen einfach. Und wir haben das durchgeplant. Wir hatten es vorhin auch erzählt, also es geht von Wassermacher über, nicht von Wassermacher, von Fäkaltank über Waschmaschine, über Solarträger, über Batteriebank ausbauen. Jetzt erstmal, bis wir losfahren können, aber vor Anker haben wir dann noch weitere Themen, die wir bearbeiten wollen. Aber wir haben auch durch die Areva Erfahrung, also das heißt, wir wissen, was wir brauchen, was wir mindestens brauchen, wir wissen, was wir wollen und wir wissen, was wir nicht wollen. Und das ist, glaube ich, jetzt unser Vorteil gegenüber denjenigen, die frisch anfangen und noch nicht unterwegs sind. Und deswegen sagen wir auch immer, mach das Grundgerüst, fahr erst mal los und du wirst sehen, was du brauchst und was du nicht brauchst, weil nichts ist blöder, als loszufahren und dann die teuer eingebauten Sachen wieder rauszuschmeißen, weil man es nicht braucht und den Platz für was anderes braucht. Genau.
Und die Erfahrung haben wir schon, deswegen wissen wir brauchen mindestens so und so viel Solar und wir möchten das und das haben. Und das ist, glaube ich, unser Vorteil bei der ganzen Sache. Also ich finde auch, dass Segler, die losfahren, tendenziell sich zu viel ums Boot kümmern und zu wenig um sich selbst. Wichtig ist, dass man eine vernünftige Substanz hat, aber man kann auch unterwegs noch viel nachrüsten, tut man ohnehin. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, loszufahren. Gerade die ganze Atlantikküste runter braucht man ein Radar, ein AIS. Und das ist das, was man braucht. Mehr braucht man im Prinzip nicht. Ein Plotter mit Navigationskarte. Autopilot, ja. Und das war es aber auch. Mehr braucht man nicht. Und alles andere kann man unterwegs nachrüsten. Und wichtig ist, dass man die Erfahrung sammelt vorher für sich selbst. Schwerwetter-Turns macht, lange Etappen mal segelt, mal nachts segelt, in Tiderevieren segelt, auch mal keine Angst vom englischen Kanal hat, so wie wir damals. Das ist wichtig. Und alles andere kann man nachrüsten dann eben. Volker und Katrin, vor Anker heißt Schwell, das kommt drauf an. Also es gibt ja, wir suchen uns unsere Ankerplätze immer mit Navili und schauen auch so ein bisschen, dass der Ankerplatz ruhig ist. Und wenn wir sehen, er wird unruhig, dann fahren wir halt woanders hin. Das hat letztes Jahr gut funktioniert und wird hoffentlich, also relativ gut, wenn man es nicht gerade verpennt, nachzugucken, dann trifft einen halt auch mal der Schwell. Ja, wir wollen aber auch auf sowas wie vor 2 Jahren Korsika vorbereitet sein, wenn von heute, also von jetzt auf nachher einfach der Sturm einfällt, die 80 Knoten Wind, das sind Dinge, die werden immer mehr kommen. Wir haben Klimaveränderung, wir haben Klimawandel und solche Phänomene werden öfters vorkommen. Letztes Jahr war es Mallorca gewesen und auf sowas wollen wir möglichst vorbereitet sein. Deswegen haben wir auch jetzt schon mal den Anker ein bisschen vergrößert, arbeiten aber auch noch dran, dass das noch ein bisschen besser wird. Aber wir können nur eins nach dem anderen machen. Also wir hatten hier einen 25 Kilo CQR drauf. Der hat nicht besonders gut gehalten im Sand. Wir haben jetzt den 25 Kilo Mantus von der Arriba rübergeholt. Das ist schon mal deutlich besser. Wir wissen auch von Leuten, die fahren einen 25 Kilo Delta oder Mantus hier an der Santorin. Dauerhaft, haben damit auch schon viel Wind gehabt, aber wir wollten ein bisschen upgraden noch, aber das gucken wir jetzt mal. Also zur Not fahren wir erstmal so. Und natürlich werden wir versuchen, regelmäßig Videos hochzuladen, so wie wir das auch vorletztes Jahr gemacht haben. Wir haben noch kein Starlink, es ist aber auf unserer To-Do-Liste. Wir sind uns da mit 1, 2 Sachen noch nicht so ganz einig. Das müssen wir mal noch gucken. Es wird irgendwie funktionieren. Es hat vorletztes Jahr funktioniert. Zur Hochzeit auf Ibiza konnten wir unsere Videos hochladen und das wird auch jetzt wieder funktionieren. Im Zweifelsfalle muss man dann sich so wie es andere auch machen, einen Café suchen oder irgendwie, wo es ein WLAN gibt, das funktioniert. Oder haben wir jetzt auch schon mal versucht, bei anderen, die Starlink haben, zu fragen, ob wir mal kurz rein dürfen, weil hier das Internet zusammengebrochen ist. Und ja. Plankenshop hatte gerade nochmal, er hat eine Frage zur Windfahnensteuerung gestellt. Die haben wir nicht gesehen. Sei doch bitte so nett. Ich habe auch gerade nochmal rauf und runter gescrollt. Ich sehe sie nicht. Nee, nicht heute. Mal. Aha, gut. Mal. Ist die beantwortet, die Frage zur Windfahnensteuerung? Genau, Andreas, wir sind so lange in Masnau, wie es sein muss, so kurz wie möglich. Wir hoffen, dass wir zum April losfahren können. Das ist so unser Wunsch. Also Ende März, Anfang April würden wir gerne losfahren. Kommt drauf an. Also das ist zumindest der Plan. Also die Frage zur Windfahnensteuerung scheint beantwortet zu sein. Habt ihr vor, die Adria ein Stück hochzufahren? Nee, die Adria nicht. Werden wir wohl nicht. Nee. Also wir haben uns gegen Festland. Ja, das hat gar nicht so mal mit Festland zu tun, sondern so Ex-Jugoslawien ist ja zum Teil schwierig von den Ankerverhältnissen und von dem Preisgefüge. Und die Ostküste von Italien, ich kenne sie aus der Kindheit, da gibt es bestimmt wunderschöne Ecken, aber
Italien-Festland ist zum Teil ein bisschen schwierig, was fremde Boote angeht. Also solche Leute wie uns, die nicht aus Italien kommen, wenn die dort ankern, dann der ein oder andere kann darüber was erzählen. Dann kriegt man Strafe für dies und Strafe für das und die einheimischen Boote links und rechts von einem bekommen nichts und das muss nicht unbedingt sein. Es gibt genug schöne Ecken und deswegen werden wir uns eher auf die Inseln konzentrieren. Da ist es weniger. Die Adria hat zwei Seiten, hat nicht nur Italien, sondern auch Kroatien hoch. Wir werden aber nicht Kroatien hochfahren. Also wir haben uns dagegen entschieden. Wir können auch nicht alles machen. Wir wollen eher so Richtung Griechenland oder Malta oder so, also eher der südlichere Teil um den Stiefel rum, eher den südlicheren Teil und einmal nochmal Elba, weil da haben wir nicht so viel von gesehen. Oliver, wir haben normales 5G haben wir. Also wir haben ein funktionierendes Roaming, das ist alles schön und gut, nur wenn hier ganz Barcelona gleichzeitig im Internet hängt, bleibt nichts mehr übrig. Und das ist so eher das Problem. Deswegen. Also das bekommt man, wenn man an einem Ort ist, wenig mit, aber gerade wenn man, die Segler bekommen das mit, wenn man an der Küste ist, dann fehlt sozusagen die Hälfte der Funktürme, nämlich die sonst im Wasser stehen würden. Also wenn man auf dem Land wäre, hat man um sich herum die Funktürme, hat man ja auch so im Wasser nicht, sondern da hat man nur eine Seite, nämlich die eine Hälfte. Und wenn da aber ganz viele Leute reingehen, dann ist die Kapazität erreicht und dann kann man auch nichts mehr machen. Wir haben hier schon stärkere Router und stärkere Antennen, aber damit ist nichts mehr zu machen, wenn dann müssen wir auf Starlink gehen. Vielen Dank von MG Weiler, der hatte gefragt, ich hoffe, ich lese es richtig, Weller, hatte nochmal nach dem Budget gefragt. Das ist extrem unterschiedlich. Also es gibt Leute, die segeln mit 1.000, 1.500 € im Monat. Das schaffen wir nicht. Ich muss es aber ehrlich sagen, ich kann es ganz genau nicht sagen, weil wir immer die Aufrüstungskosten mitgerechnet haben bei der Ariba. Und als wir von Hamburg bis Lissabon gesegelt sind, da hatte ich mitgeplottet und das habe ich auch, da haben wir mal ein Video drüber gemacht. Was kostet die Langfahrt eigentlich? Und da kam so ganz grob 3.500 € raus mit allem damals. Das ist 2 Jahre her oder 1,5 Jahre her. Da waren aber zum Teil auch Nachrüstkosten drin. Da war zum Beispiel der Multiplus noch mit drin. Irgendwelche Leinen, die gefehlt haben, Batteriekabel, die nicht in Ordnung waren, also Reparaturen waren da auch mit drin. Und wir waren in der Zeit von Hamburg bis Lissabon, ich würde mal sagen, zu 70 bis 80% in Häfen und nur zu 20-30% vor Anker. Das hat natürlich auch mit reingeschlagen. Also ich habe jetzt mal die Rias mitgezählt, da waren da viel vor Anker. Ja, aber insgesamt war es relativ wenig. Ja. Von daher waren da pro Monat ungefähr auch 500 € Liegekosten dabei in den 3.500 €. Ich glaube, dass wir es eventuell auf 2.500 € drücken können, wenn wir erstmal hier ausgerüstet sind und kaum reingehen. Vielleicht auch irgendwas um 1,5 bis 2,5. Das hängt immer davon ab, was das Boot eben verlangt. Genau. Und also nur die Versicherungen, die wir laufen haben, sind irgendwie, ich glaube, 300 € im Monat. Ja. Also es sind unheimlich viele Faktoren, die da reinspielen, dass man das so ganz schwer beziffern kann. Das ist die Bootsgröße, die Versicherung, je größer das Boot, desto teurer die Versicherung. Welche Versicherung hast du? Und Versicherungen kosten unterschiedlich viel. Wie versicherst du? Kostet unterschiedlich viel. Wir haben die 3 Monate, wo wir nur vor Anker waren, im Monat 800 € gebraucht. Richtig. Die Frage ist, wie viel willst du essen gehen? Wir gehen nicht so viel essen. Wir haben unser eigenes Wasser produziert, musst du Wasser kaufen. Es ist so viel, was da reinspielt. Also da kann ich dir nur mal den Tipp geben, es gibt etliche YouTube-Videos von unterschiedlichen Kanälen, die darüber ein Video gemacht haben. Also Wir Segeln hat auch schon ein Video drüber gemacht. Wir haben ein Video darüber gemacht. Carl Ocean hat ein Video darüber gemacht. Da mal so die verschiedenen Videos anzuschauen und mal so ein bisschen dir rauszusuchen, wo ist das, was ist das, was mich interessiert, was ich brauche. Will ich jeden Abend essen gehen?
Genau. wird es natürlich deutlich mehr. Also das sind so die Unterschiede. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig Genau. zu beziffern. Genau. Also ich habe auch mal von einem Katamaran auch ein Video gesehen, der hatte ein Budget, das war 5-stellig pro Monat. Das fand ich extrem erstaunlich. Noch dazu, dass es auf dem Kanal dann auch publiziert hat. Aber gut, das sind verschiedene Möglichkeiten, die haben wir aber auch gar nicht. Genau. Griechenland wird günstiger, ja. Das stimmt. Genau. Also Griechenland, ich glaube, wir schaffen das diesen Sommer. Bin mir sicher. Wir werden sehen. Griechenland ist groß, du musst ja nur von Sizilien einmal rüber, dann bist du schon in Griechenland. Mhm. Mal sehen. Genau, wir sind jetzt schon über 1 Stunde und 10 Minuten hier. Stimmt. Das war eine kurze Zeit. Genau, kurzweilige Zeit. Habt ihr noch schnelle Fragen? Schnelle Fragerunde, weil ich glaube, dass wir dann für heute auch Schluss machen. Und ihr könntet uns einmal sagen, ob ihr gerne öfters ein Live haben wollt. Da würden wir uns, über die Info würden wir uns mal freuen. Gut. Ja, das stimmt. Okay. Also Volker hat gemeint, gerne häufiger mal. Ein Live, das nehmen wir gerne auf. Live ist super, schreibt auf Katrin. Rainer Ockenfeld sagt das auch. Katja, wir arbeiten dran. Elmasnu ist ein normaler Hafen, hat aber auch, also es ist ein ganz normaler Hafen. Es gibt aber auch von dem Club Nautico, der hier ist, Plätze, aber nur für Mitglieder des Club Nautico. Also es ist eine relativ günstige Marina für den Umkreis von Barcelona und auch für die Anbindung. Wir haben hier eine S-Bahn-Station direkt vor der Tür. Also wir fühlen uns super wohl hier. Gibt auch alle Shops, die wir brauchen. Schnell hin, schnell weg und man liegt gut und ruhig. Aber es sind halt nur Einheimische hier, keine Touristen. Ja, sehr wenige. Genau. Also es gibt Leute, die mögen die Marina nicht. Wir sind jetzt hier ja schon so 200 bis 200 Tage. Wir sind hier ganz zufrieden. Also gut. So, ich glaube, wir kommen dem Ende näher. Ja. Wir bekommen auch die ersten Verabschiedungen. Vielen Dank. Für uns war es auch ganz, ganz großartig mit euch. Ja, hat Spaß gemacht. Und Entschuldigung nochmal für die Qualität am Anfang. Aber es scheint sich ja ein bisschen gebessert zu haben vom Internet. Ja, wir stecken da nicht drin. Gut. Ganz herzlichen Dank für die Herzen. Vielen Dank für eure Fragen auch. Waren super spannende Fragen dabei. Und ja, wenn es weiterhin Fragen gibt, ihr könnt uns natürlich immer Kommentare schreiben und wir greifen die dann auch gerne auf. Genau. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Sonntagabend noch, habt eine schöne Woche und wir arbeiten an dem... nächste Woche, für die noch da sind, nächste Woche kommt ein Herzensvideo von uns und zwar zeigen wir euch unser Barcelona. Das Barcelona, was wir unfassbar lieben. Es ist so toll hier, die Stadt. Also wer hier unterwegs ist, lasst das nicht aus. Fahrt rein und nehmt euch ein bisschen Zeit für die Stadt. Ja. Es ist wirklich wunderschön. Und das Video lohnt sich auch. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Video geworden. Da ist tatsächlich Material von fast einem Jahr dabei. Ja. Wir haben ganz tolle Events gesehen. Wir haben wirklich echte Ecken gesehen, wo man sonst nicht hinkommt. Wir haben Events gesehen, die man sonst nicht sieht. Das lohnt sich tatsächlich. Ja, ein paar Insider-Tipps sind mit dabei über die Stadt, durch die Stadt und genau. Und danach geht das dann weiter mit Bastelvideos. Ja, so ist Vielleicht hängt bis dahin auch die Waschmaschine. Okay. Toll, Volker, dass du immer dabei bist. Übrigens an jeden von euch, der unsere Videos guckt und kommentiert. Und wir wissen auch, wer schon lange dabei ist. Wir freuen uns über jeden Kommentar, der wiederkommt. Also wenn wir den Namen lesen, den wir schon kennen. Also ganz, ganz großartig, lesen ja auch immer alle mit. Vielen Dank für eure Anerkennung. Die brauchen wir auch. Es ist immer viel Arbeit, die Videos zu machen. Marion sitzt da viel und lange dran. Na, Spaß dabei. So, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Vielen Dank. Denkt an Buy Me a Coffee und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.